Hallo Freunde, ob ihr es glauben wollt oder nicht, ich war letztes Wochenende das erste Mal auf einem Dorfflohmarkt und was ich da gefunden habe, zeige ich euch in diesem Video und gleichzeitig beschäftige ich mich mit der Frage, sind Dorfflohmärkte besser als normale Flohmärkte? Zudem gibt es eine weitere Frage aus der Community, die ich am Ende dieses Videos beantworten möchte. Also Leute, bleibt dran, fangen wir an. Ja Leute, wie am Anfang erwähnt, ich war das erste Mal, tatsächlich wirklich das erste Mal auf einem Dorfflohmarkt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso ich die bisher gemieden habe. Bisher war ich immer auf den Standardflohmärkten, die auf den Parkplätzen von irgendwelchen Geschäften waren oder in großen Hallen und so weiter. Aber Dorfflohmärkte, Garagenflohmärkte sind bisher immer an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es die bisher hier nie gab oder ob ich keine Lust drauf gehabt habe, keine Ahnung. Aber am Wochenende war es soweit tatsächlich. Ich war das erste Mal auf einem dieser Flohmärkte und möchte euch jetzt hier meine Funde präsentieren und auch meine Erfahrungen teilen, die ich da gemacht habe. Und zwar ging das auch erst gemütlich Samstagmorgen um 10 Uhr los und rechtzeitig da gewesen. Es war nur in einer Straße, in einem kleinen Örtchen bei mir. Und die erste, offene, einladende, sag ich mal, Torpforte reingegangen und direkt halt bei einem sehr freundlichen Pärchen etwas gefunden. Und was ich gefunden habe, zeige ich euch jetzt hier ganz schnell einmal. Ich habe gefunden einmal, zweimal, zwei einzelne und ein Doppelpack an leeren Videokassetten. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht noch kennen. VHS-Kassetten zum Aufnehmen im Videorekorder. Zweimal TDK, 240 Minuten, also 4 Stunden Kassetten und zweimal SK, sagt mir gar nichts. Das Tolle ist, die sind noch original verpackt. Ich habe ja noch einen Videorekorder. Ich nehme zwar nichts mehr auf mit dem Rekorder, aber ich finde das einfach ein Zeitzeugnis. Ja, original verpackte Leerkassetten. Was die gekostet haben, sage ich euch gleich. Und im gleichen Hof, nenne ich es mal, habe ich noch ein schönes Brettspiel aus den 80ern gefunden, und zwar Dingstar. Wer kennt noch Dingstar? Ich kannte es sofort, kein Kinderspiel für Erwachsene. Das heißt, für Erwachsene ist es schwer. Wer kennt es noch? Es war ja früher eine von vielen, vielen Shows am Abend oder am Nachmittag. Hier haben Kinder quasi Begriffe, Begriffe meine ich waren es, vorgestellt, umschrieben mit Kinderworten, und die Erwachsenen, meistens Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und so weiter, mussten halt erraten, was die Kinder da meinen. Und das war halt echt lustig. Die Kinder waren das waren immer so Videoeinblendungen von den Kindern. Und die Erwachsenen haben im Studio gesessen, haben halt gegeneinander gespielt und haben halt versucht, wie gesagt, die Begriffe zu erraten. Und hier ist Fritz Egner. Das Spiel ist, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, komplett in einem wunderschönen Zustand. Ja, alles mit dabei, sogar noch der Ausfüllblock, wie man es vielleicht von Kniffel kennt und so weiter. Alles noch mit drin. Ich meine, es ist von 1986, habe ich nachgeschaut. Und ich habe für das Brettspiel plus die 4 Videokassetten 5 € bezahlt. Und die Dame wollte 50 Cent pro Videokassette haben, also 4 Kassetten, A 2 € wären es da, also beziehungsweise A 50 Cent wären 2 € gewesen. 4 € wollte sie für das Brettspiel haben, waren 6 € und wir haben dann einfach auf 5 € geeinigt. War ein sehr, sehr nettes Gespräch, die Leute waren sehr freundlich, hat wirklich Spaß gemacht, und dann habe ich mir diese Sachen schon mal am ersten Hoftor, am ersten quasi Flohmarktstand gesichert. So, weiter ging es dann direkt die Straße weiter, der nächste Hof, wieder reingegangen, wieder eine sehr nette Dame gewesen. Also es war alles ein viel entspannterer Flohmarktgang, sage ich mal, wie ich es von diesen Parkplatz-Flohmärkten und so weiter kenne. Ja, die Leute waren direkt in ihrer Wohlfühlzone, in ihrer Komfortzone, würde ich sagen. Das hat einen großen Anteil daran. Das heißt, sie waren direkt vor der Haustür quasi. Sie mussten nicht irgendwo hinfahren, mussten keine Standmiete bezahlen und so weiter. Ich denke mal, das war halt ein Punkt, dass halt alle so super nett waren. Das Wetter war natürlich auch bombastisch gewesen.
Und bei der Dame habe ich mir eine Kleinigkeit mitgenommen. Ich habe mir einmal ein Buch für die kalten Wintertage mitgenommen, ein Sebastian Fitzek Psychodriller. Das Buch hatte ich noch nicht. Der Heimweg nennt sich das. Ja, und ich lese nicht viel deutsche Krimis, also ich liebe Psychothriller und Kriminalgeschichten und sowas in Buchform, und es gibt nicht wenige, oder es gibt nicht viele, sagen wir mal so, nicht viele deutsche Schriftsteller, die ich in diesem Bereich lese, die mir gefallen. Sebastian Fitzek ist relativ weit vorne. Das Buch habe ich noch nicht gehabt, das habe ich mir mitgenommen. Sieht ungelesen aus, kein Knickfalz am Buchrücken. Die Seiten sind noch weiß, also keine Knicke, nix. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gelesen wurde. Und ich habe mir noch 3 CDs, jawohl, CDs mitgenommen. Ich hatte ganz viele in der Hand, habe dann aber ganz viele wieder weggelegt und 3 Stück sind übrig geblieben. Und zwar habe ich mir mitgenommen Fluch der Karibik 2, der Soundtrack. Ich bin Captain Jack Sparrow. Ja, Fluch der Karibik 3, der Soundtrack, am Ende der Welt. Und Batman The Dark Knight Rises, ja, also Teil 3 der Christopher Nolan Batman-Trilogie. Der Soundtrack habe ich mir auch mitgenommen. Meine Mutter hat mir verboten, bei fremden Männern ins Auto zu steigen. Das ist kein Auto. Die 3 Soundtracks haben alle eine Verbindung, und zwar der Komponist ist derselbe, Hans Zimmer. Ich liebe Hans Zimmers Musik. Ganz besonders halt die Dark Knight Musik, die gefällt mir, die ist so brachial, die ist so düster, finde ich richtig klasse. Und auch Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean, ist eine sehr einprägsame Musik, sage ich mal. Ich habe jedes Mal vor Augen, wenn Captain Jack Sparrow ankommt, wie die Musik einsetzt, also finde ich richtig toll. Und ich habe hier für alles, also für die 3 CDs plus das Buch, zusammen 4 Euro bezahlt, also quasi 1 Euro für alles, für jedes einzelne, und da konnte ich auch nicht Nein sagen, und das war mein Fund am Stand Nummer 2. Dann ging es schnurstracks weiter, gleiche Straße, wie gesagt, es war alles in einer Straße, in den nächsten Hof rein. Diesmal war es eine Garage, wo man dann rein ist, und da ein bisschen geguckt. Und das nächste, was ich da gefunden habe, war ein Puzzle. Ich liebe ja Puzzle, wie ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Und zwar ein riesen Oschi hier. Ja, ein Puzzle von Walt Disney. Wolf, der Wolf mit dem kleinen Wolf und den 3 Schweinchen. Das Puzzle hat 70 Teile. Ja, also, wo steht's? Hier oben ist eine kleine 70. Es ist halt, mir ist sofort dieses Motiv ins Auge gefallen, weil das ist so, ja, 70er, Anfang 80er, eher 70er Jahre Style. Es steht leider kein Datum drauf, aber ich finde dieses Motiv so toll, diese alten Zeichnungen, auch Walt Disney Zeichnungen, so liebe ich so dermaßen. Wie gesagt, es ist ein 70-Teile-Puzzle, das heißt, der Karton hätte wahrscheinlich auch die Hälfte genügt, aber nein, man hat einen riesen Karton für 70 Puzzleteile genommen. Ich habe es jetzt noch nicht gepuzzelt, die Dame meinte, es ist komplett, ich vertraue da einfach mal. Aber selbst wenn da ein Teil fehlen sollte oder sowas, allein dieses Motiv finde ich schon toll, ja, und habe halt auch für dieses Puzzle hier einen ganzen Euro bezahlt. Und was soll ich sagen, da war die Flohmarkttüte nach dem 3. Hausbesuch, nach dem 3. Flohmarktstand schon relativ voll. Ja, und was soll ich sagen, so voll wie die Tüte nach 3 Häusern oder nach 3 Garagen, nach 3 Flohmärkten oder Flohmarktständen war, so voll ist sie auch geblieben, bis fast zum Schluss. Ja, wir sind dann noch verschiedene, haben noch verschiedene Türen eingerannt, sind bei verschiedenen Leuten in den Hof gegangen, aber da war nicht mehr so wirklich etwas, was mir gefallen hat. Aber das alleine hat mir schon gereicht. Also ich finde, es war ein voller Erfolg. Bis relativ, ich glaube, es war der vorletzte Hof, wo man rein ist, wo man relativ weit nach hinten ist. Das war so ein alter Hof, so eine alte Scheuer, so eine Scheune mehr oder weniger. Und da hat ein Mann davor gesessen. Und er hatte was auf seinem Tisch liegen gehabt. Der Mann war nicht ganz so gesprächig, sage ich mal, aber alles gut. Und was ich mir da mitgenommen habe, ist etwas von Barbie. Ja, richtig, ich habe was von Barbie mitgenommen. Mein erstes Barbie-Teil, weil das konnte ich einfach nicht liegen lassen. Ich habe sofort im Auge gehabt, diese tolle Karton, ist original verpackt. Das Ganze ist von 1981. Das Ganze von 1981, und zwar, hier haben wir es auch auf Deutsch stehen, ein elektronisches Barbie-Klavier. Und gefragt
ob das Ganze komplett ist, bevor ich es halt auspacke. Er sagte, nee, es ist nicht komplett. Es war schon mal jemand da, der sich damit auskennt und der hat halt auch gefragt. Und er hat gesagt, hier, das Heftchen fehlt. Das heißt, das ist Electronic Instructions, das heißt, das ist quasi die Bedienungsanleitung, weil das Klavier ist elektronisch, da kommt ein 9-Volt-Block rein und dann kann man halt Klavier spielen. Und das Heftchen fehlt. Ansonsten sagt er, packen Sie es ruhig aus, gucken Sie es an. Und ich habe es ausgepackt, ich habe es angeguckt. Ich gehe jetzt gerade mal so hier runter und habe hier einmal das Klavier selbst. Ja, man kann hier oben das Ganze hochklappen, dann habe ich hier die Tastatur. Ja, ich kann den Flügel aufmachen, kann hier die Klammer reinstellen, dass es aufsteht. Ich kann hier das Ganze hochklappen, dass ich hier mein Buch quasi davor stellen kann. Hier oben ist die, sieht man das hier? Hier oben ist die Lautsprecherausgabe, ja, und unten kommt halt der, machen wir es gerade wieder zu, unten kommt der 9-Volt-Block rein. Ja, ich kann es hier aufmachen und sehe, dass die Kontakte einwandfrei sind. Es ist nichts oxidiert, es ist nichts ausgelaufen oder so, also sehr, sehr schön. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich keinen 9-Volt-Block zu Hause habe, aber Leute, das hole ich noch nach. Und dann gab es natürlich den Hocker, den Barbie-Hocker, damit Barbie sich auch davor setzen kann, dazu. Es gab, ich habe es jetzt nicht zusammengebaut, Leute, seht es mir nach, es gab die 3 Standfüße, die hier unten eingeklemmt werden, damit das Klavier natürlich auch stehen kann. Die 3 Standfüße gab es dabei. Es gab dieses Teil hier dabei, Moment, so rum kommt es, dieses Fußpedal, ja, fürs Klavierspielen, das braucht man natürlich auch, war auch dabei. Es waren 2, Klöppel, sage ich einfach mal dabei, wo ich halt dann hier auf der Tastatur spielen kann. Und er sagte, weil die Anleitung oder die Anleitung nicht dabei ist, ist noch hier aber so ein Zusatzstuhl dabei, der war halt auch in dem Paket drin. Und ich habe geguckt und der Stuhl ist sogar auch ein Barbie-Stuhl, das ist wahrscheinlich so ein Barbie-Camping-Stuhl. Der ist sogar von 1977, steht hier drauf, auch in einem wunderschönen Zustand, nicht abgewetzt oder sowas. Habe ich mir auch mitgenommen, beziehungsweise habe ich mir das Set mitgenommen, weil der Verkäufer sagte, boah, habe ich gefragt, was wollen Sie dafür haben? Sagt er, boah, 5 Euro. Und das war für mich eigentlich ein No-Brainer. Ja, ich habe kein Barbie, aber auf dem Dorfflohmarkt in Verpackung alles komplett. Wie gesagt, die Anleitung gucke ich mal, dass man sie vielleicht im Internet irgendwo bekommt. Da kann man sie sich ausdrucken. Und ich will überlegen, ob ich das Teil halt als Erinnerung, als Flohmarktfund hier bei mir ins Regal stelle. Wie gesagt, von 1981, also genau meine Zeit eigentlich fürs Sammeln. Oder ob ich es vielleicht einfach in die Tauschkiste packe und gucke, ob ich das halt gegen irgendwas anderes tauschen kann. Bin ich noch überlegen. Aber das war der Fund. Wie gesagt, Barbie-Klavier, 5 Euro. Ja, Leute, mein Fazit ist, dass dieser Dorfflohmarkt mir, entschuldige die Ausdrucksweise, tierisch oder sau viel Spaß gemacht hat. Ja. Die Leute waren so gut drauf. Wie gesagt, ich denke, es liegt im großen Teil, natürlich, es liegt am Wetter etc. Ja, aber vielleicht hat man auch einfach nur Glück gehabt. Aber ich denke, dass die Leute halt einfach viel entspannter sind, viel selbstsicherer sind, viel relaxter sind. Dass sie, wie gesagt, nicht irgendwo hinfahren mussten, irgendwie ihre Tapeziertische ausstellen oder irgendwie sowas, das Zeug ins Auto laden, ausladen, aufstellen. Ja, dass es so viel Spaß gemacht hat. Jeder war gut drauf, es war keiner, der schlecht gelaunt war, auch die Leute auf den Straßen. Man hat sich da unterhalten, oh, ist da oben noch was? Ja, oder wo kommt ihr denn her? Habt ihr irgendwie einen Plan, wo hier noch was ist und so weiter? Also es war eine so schöne Harmonie in diesem kleinen Örtchen. Das habe ich beim Flohmarkt, wie gesagt, ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und deswegen würde ich meine Prognose stellen nach dem ersten Dorfflohmarkt, den ich gemacht habe. Wie gesagt, ich gucke, dass ich weitere finde, dass der Dorfflohmarkt der bessere Flohmarkt ist. Da seid ihr jetzt gefragt. Schreibt doch mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ja, sagt ihr, nee, das ist totaler Blödsinn. Du hast einfach nur Glück gehabt, weil man findet auch überall was. Ja, ich finde auch auf normalen Flohmärkten was, aber ich fand einfach, die Stimmung war irgendwie eine andere, es war eine schönere Stimmung wie auf den Standard-Flohmärkten. Meine persönliche Meinung und wie gesagt, auf eure bin ich gespannt. Und jetzt kommen wir zu der Zuschauerfrage, nenne ich es einfach mal, der Community-Frage. Ja, vorab, wenn ihr Fragen an mich habt und bitte
Scheut euch nicht, schreibt mir an retrorauner@outlook.de. Ich habe noch ein paar Fragen in petto, aber langsam wird es weniger. Also Leute, wie gesagt, haut in die Kommentare, schreibt mir per E-Mail. Ihr könnt es aber auch hier unten drunter schreiben, ja, in die Nachrichten, in die Kommentare, was ihr gerne mal von mir beantwortet haben möchtet, zur Sammlung, zum Sammelzimmer, zur Aufbewahrung, was euch einfällt, zur Kindheit der 80er, zu Hörspielen, was ihr möchtet. Ja, und dann werde ich das in einer der nächsten Folgen aufgreifen und beantworten. Jetzt kommt die Frage von Puck oder Puck from Germany. Und der möchte nämlich wissen, packst du die Figuren aus, die nicht mehr sichtbar in der Verpackung sind? Und ich gehe davon aus, mein Lieber, du meinst halt die Figuren, wie jetzt die neue Indiana Jones Reihe, die nicht, wie man es von früher kennt oder von Figuren generell kennt, dass die auf einem Blister sind, also auf einer Pappkarte mit einem Blister, wo die Figur halt sichtbar nach außen ist, sondern die sind einfach in einem Karton komplett verpackt. Man kann nicht sehen, was drin ist, man sieht den Inhalt nicht. Ja, und ich muss dazu sagen, es sind die ersten Figuren, die ich so bekommen habe. Und deswegen kann ich jetzt nur für diese Figurenserie, diese Indiana Jones Adventure-Reihe sprechen. Die packe ich tatsächlich nicht aus. Das werden viele wahrscheinlich denken, wie blöd ist der denn? Der hat Figuren, die man nicht mal sieht und packt sie nicht aus. Ich habe Reviews von den Figuren gesehen. Ich finde die Figuren durchschnittlich, sage ich mal. Ja. Ich finde die Verpackungen der Figuren, so blöd sich's anhört, um ein Vielfaches geiler. Ich mag diese Verpackung einfach, und wenn man die halt wirklich mit der Seite, so mit dem Rücken ins Regal nebeneinander reiht, sieht das richtig, richtig cool aus. Davor was Schönes platziert und so weiter. Also ich habe gar keine Muße, diese Figuren auszupacken und irgendwie zu postieren oder sowas. Die lasse ich wirklich in dem Karton drin. Ja, mir wird sogar, wenn Hasbro den Karton einzeln anbieten würde, würde ich mir auch den Karton holen, da bräuchte ich die Figur nicht. Generell, ich glaube, es kommt wirklich auf die Figuren drauf an. Sollte das jetzt wirklich ein ongoing Prozess sein, sage ich mal, dass halt jeder nur noch Figuren ohne Blister, sondern nur noch im Pappkarton rausbringt, kommt es, glaube ich, auf die Figur an, ob ich sie auspacken möchte. Ich habe ja zum Beispiel auch den Conan ausgepackt. Gut, der war wieder in einem Sichtfenster drin. Ja, aber generell würde ich einfach sagen, es kommt, ich kann es nicht pauschal nennen, bei Indiana Jones ist es so, packe ich nicht aus. Vielleicht bei der nächsten Toyline, bei einer neuen Toyline werde ich es auspacken. Hängt davon ab, was es ist. Alte Figuren natürlich, die sind im Blister, die packe ich nicht aus. Und ich spezialisiere oder bin ja eigentlich spezialisiert auf Vintage Toys. Ja, Indiana Jones ist halt ja wirklich die Ausnahme. Die neuen Jurassic Park Figuren sind so ein bisschen die Ausnahme, die halt an die 93er Erstfiguren, die erste Wave halt quasi angelegt sind. Ansonsten hauptsächlich Vintage halt. Mal gucken, was demnächst kommt. Ich hoffe, ich habe deine Frage einigermaßen gut beantwortet und sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.